Lisa und Max diskutieren, ob moderne Technologien wie Tablets und Smartboards in der Schule essentiell sind. Max, es drängt sich die Frage auf, ob Technologie wirklich so zentral für den Unterricht ist. Ich denke, traditionelle Methoden haben immer noch ihren Platz. Ehrlich gesagt, kann ich mir Unterricht ohne Technologie kaum vorstellen. Man könnte sogar sagen, dass sie den Zugang zu Wissen revolutioniert hat. Zweifellos hat Technologie Vorteile. Aber glaubst du nicht, dass Schüler durch ständigen Bildschirmkontakt unkonzentrierter werden? Das mag stimmen, doch man sollte bedenken, dass digitale Tools den Unterricht interaktiver machen können. Es scheint, als hätten Schüler mehr Spaß daran. Richtig. Aber glaubst du, dass Spaß allein reicht? Ich bin überzeugt, dass Handschriftliches und Bücher nicht ersetzbar sind. Kein Zweifel, beides hat seinen Platz. Aber glaubst du, dass Schüler ohne Technologie auf die digitale Welt vorbereitet werden können? Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht müsste man die Nutzung stärker kontrollieren, statt sie komplett abzulehnen. Genau, ein ausgewogener Ansatz wäre ideal. Es zeigt sich, dass zu viel Technik genauso problematisch sein kann wie gar keine. Absolut. Aber glaubst du, dass Schulen genug Budget haben, um Technologien sinnvoll einzusetzen? Ich denke, es gibt viele finanzielle Lücken. Das stimmt. Man könnte meinen, dass die Politik mehr tun müsste, um gleiche Bedingungen zu schaffen. Kein Zweifel. Trotzdem sehe ich die Gefahr, dass Technologie die persönliche Interaktion im Klassenzimmer ersetzt. Es drängt sich die Frage auf, ob Schüler dadurch weniger soziale Kompetenzen entwickeln. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber glaubst du nicht, dass Technologie auch helfen kann, inklusiver zu unterrichten? Schüler mit Behinderungen profitieren oft enorm. Zweifelsohne, das ist ein großer Vorteil. Vielleicht liegt die Lösung in einem hybriden Modell. Ein Mix aus digital und analog. So sehe ich das auch. Man könnte sagen, dass das Beste aus beiden Welten die Zukunft der Bildung sein könnte. Genau. Dennoch bleibt die Herausforderung, Lehrer und Schüler gleichermaßen auf diese Veränderungen vorzubereiten. Kein Zweifel, aber glaubst du, dass Lehrer ausreichend geschult werden? Viele fühlen sich überfordert, mit neuen Technologien Schritt zu halten. Das ist ein berechtigter Punkt. Man müsste mehr investieren, um Fortbildungen für Lehrkräfte anzubieten. Absolut. Gleichzeitig sollte man auch die Schüler stärker einbeziehen, damit sie Verantwortung im Umgang mit Technik lernen. Richtig. Aber glaubst du, dass Technik das Verständnis von Inhalten genauso fördern kann wie traditionelle Methoden? Das ist schwer zu sagen. Man könnte argumentieren, dass digitale Medien komplexe Themen oft anschaulicher darstellen können. Mag sein, aber sie lenken auch ab. Es scheint, dass viele Schüler sich eher auf Spiele als auf den Lernstoff konzentrieren. Das stimmt, aber klare Regeln könnten dem entgegenwirken. Man könnte meinen, dass ein bewusster Einsatz der Schlüssel ist. Ich bin da skeptisch. Technik kann helfen, aber sie sollte niemals den Lehrer ersetzen. Das ist sicher richtig. Es zeigt sich, dass der menschliche Faktor in der Bildung unersetzlich ist. Kein Zweifel, aber wir brauchen einen klaren Plan, wie Technik sinnvoll integriert werden kann. Ganz genau. Vielleicht wäre ein nationaler Standard sinnvoll, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Absolut. Am Ende geht es darum, die Stärken beider Ansätze zu nutzen. Sarah und Tim diskutieren die Vor- und Nachteile eines bedingungslosen Grundeinkommens. Tim, wie stehst du dazu? Sollte jeder ein Grundeinkommen erhalten? Ich bin überzeugt, dass es Armut reduzieren könnte. Ehrlich gesagt finde ich die Idee interessant, aber ich frage mich, ob es finanzierbar ist. Man könnte meinen, dass die Kosten zu hoch wären. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber glaubst du nicht, dass dadurch viele bürokratische Sozialleistungen überflüssig würden? Kein Zweifel, das wäre ein Vorteil. Doch es drängt sich die Frage auf, ob die Menschen dann noch motiviert wären zu arbeiten. Durchaus.
Das ist ein oft genanntes Argument. Ich denke jedoch, dass die meisten weiterhin arbeiten würden, weil sie sich verwirklichen wollen. Das mag stimmen. Aber glaubst du, dass ein Grundeinkommen gerecht verteilt werden könnte? Es scheint, dass es schwierig wäre, die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen. Richtig, das wäre komplex. Aber ich bin überzeugt, dass es die gesellschaftliche Gleichheit fördern könnte. Durchaus möglich. Man müsste jedoch bedenken, dass hohe Steuern auf Einkommen und Unternehmen nötig wären, um das zu finanzieren. Das ist ein berechtigter Einwand. Vielleicht könnte man zuerst Pilotprojekte starten, um die Auswirkungen besser zu verstehen. Absolut, Experimente wären sinnvoll. Es zeigt sich, dass wir mehr Daten brauchen, bevor so ein Modell flächendeckend eingeführt wird. Genau, aber glaubst du nicht, dass die Idee langfristig dazu führen könnte, dass Menschen weniger Existenzängste haben? Das steht außer Frage. Man könnte sogar sagen, dass es das Wohlbefinden vieler Menschen steigern würde. So sehe ich das auch. Dennoch bleibt die Frage, ob es politisch durchsetzbar ist. Es scheint, dass viele Länder davor zurückschrecken. Richtig, aber es ist wichtig, diese Debatte weiterzuführen. Man könnte argumentieren, dass unsere Gesellschaft auf solche Ideen angewiesen ist. Absolut. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Grundeinkommen Realität wird. Vielleicht, aber glaubst du, dass es kulturelle Unterschiede gibt? In manchen Ländern ist das soziale Netz ohnehin stark. Das ist ein interessanter Punkt. Länder mit weniger Sozialleistungen könnten tatsächlich mehr profitieren. Ehrlich gesagt, ich frage mich, wie man sicherstellen könnte, dass das Geld nicht für unnötige Dinge ausgegeben wird. Kein Zweifel, Missbrauch könnte vorkommen. Man müsste klare Regeln schaffen, um das zu verhindern. Ganz genau. Aber glaubst du, dass ein Grundeinkommen langfristig die Arbeitsethik beeinflussen könnte? Das wäre denkbar. Aber ich denke, dass der Großteil der Menschen weiterhin produktiv bleiben möchte. Das sehe ich ähnlich. Dennoch glaube ich, dass viele Vorurteile abgebaut werden müssten, bevor das Konzept akzeptiert wird. Absolut. Bildung und Aufklärung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Keine Frage. Vielleicht könnte man die Idee regional testen, bevor sie global eingeführt wird. Ganz genau. Es geht darum, die besten Ansätze zu finden und anzupassen. Richtig. Am Ende zählt, dass alle Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können. Absolut. Und das Grundeinkommen könnte der Schlüssel dazu sein, wenn es richtig umgesetzt wird.